Frau Keller, Sie erlebte im Laufe Ihres Lebens 2 Nahtoderfahrungen. Was war die Vorgeschichte, die zur ersten Erfahrung führte? Die Vorgeschichte war eine Geburt, die etwas zu schnell verlaufen ist. Jedenfalls führte sie zu sehr großen Blutungen. Ich bin verblutet an dieser Geburt. Ich bin auch ein bisschen spät im Spital angelangt. Es war vermutlich so, dass ich bereits in einen Schockzustand geraten bin. Kaum war ich in der Klinik. Man konnte mich also nicht mit Blutkonserven richtig unterstützen. Das Kind wurde geboren, Gott sei Dank noch. Man hat keine Herztöne gehört, aber es war wirklich sehr lebendig, hat stark geschrien, Gott sei Dank. Aber ich selber habe Blut verloren, massenhaft. Was mich dann sehr beeindruckt hat, ist, dass ich einerseits voll präsent blieb hier in dieser Welt, andererseits mein Sterben sehr eindrücklich, sehr genau miterleben konnte. Und zwar in einer Art innerer Bilder. Also ich hatte gleichzeitig die Wahrnehmung meiner Umgebung, der realen Welt. Sie standen außerhalb des Körpers? Nein, ich war dort noch im Körper drin. Ja. Und ich habe in meinem Körper drin als Imagination, als innere Bilder eine Schau erlebt von meinem Sterben. Ich habe meinen Körper gesehen, wie wenn er durchleuchtet würde. Also so ein bisschen wie ein Röntgenbild, kann man sich das vorstellen. Allerdings so richtig farbig. Jedes Organ hat sich in anderen Farben dargestellt, jedes Gewebe. Sehr eindrücklich war es auch, den Blutfluss zu beobachten. Der hat sich in leuchtenden Lichtströmen dargestellt, die in Bewegung waren. An diesen Lichtströmen konnte ich mein fortlaufendes Sterben gut beobachten. Also es hat sich das Licht zurückgezogen, zuerst aus der Peripherie, aus den Händen, also Fingerspitzen, Zehen, Hände, Füße wurden dunkel. So hat sich das dargestellt. Gleichzeitig wurde, was erloschen ist, was dunkel wurde, wurde eiskalt. Und diese Blutströmung, diese leuchtende, hat sich zurückgezogen aus den Beinen, aus den Armen. Eiseskälte hat sich ausgebreitet, mein Bauch wurde dunkel, eiskalt. Dann habe ich gesehen, wie die Leber erlischt, wie die Nieren erlöschen. Schließlich das Herz dunkel und es stand still. Auch die Lunge, es wurde einfach, der ganze Körperraum war plötzlich eine schwarze Fläche, was vorher leuchtend und lebendig war. Es war nur noch Licht in meinem Kopf. Ich habe es so wahrgenommen, dass ich wie in einer großen Kathedrale stehe, in einem wunderschönen Raum, der schön erleuchtet ist, eine leuchtende Kuppel. Ich sehe noch die Glasfenster vor mir und die Bogen. Und ich wusste aber, ich bin in meinem Kopf. Und ich sah die leuchtenden Lichtströme von meinen Arterien her, wie die dunkel wurden, wie Kälte und Dunkelheit hochschoss über den Hals in den Kopf und wusste, jetzt im nächsten Moment wird es dunkel werden. Es wurde aber nicht dunkel. Also im nächsten Moment, in diesem Augenblick des Erlöschens, stand ich außerhalb meines Körpers. Ich sah meinen Körper liegen auf der Krankenhausliege, in all dem Blut und all den Tüchern, die aufgeregten Menschen ringsum, mein Körper mit geschlossenen Augen. Ich aber sah sehr klar, eigentlich besser als üblich. Wie weit weg standen Sie vom Körper, als Sie das erlebten, in etwa? Im ersten Moment hatte ich den Eindruck, ich bin nahe der Raumdecke und sehe alles von recht weit oben. Habe mich aber hinunterbegeben zwischen die Menschen. Ich wollte ja kommunizieren mit ihnen. Ich war dann etwa auf Augenhöhe mit Arzt und Schwester. Mein Mann saß neben der Liege. Und ich habe diesen Menschen, die sich um mich bemühten, klar machen wollen, dass sie jetzt aufhören können, dass alles gut ist für mich. Es ist geschafft, sozusagen. Die haben mich aber überhaupt nicht beachtet. Die haben einfach weitergearbeitet. Dann versuchte ich, den Arzt so zu packen am Arm
und musste erleben, dass der Kerl aus Luft ist. Ich habe einfach durch ihn hindurchgegriffen und verstand dann, also ich kann so nicht mehr kommunizieren mit den Menschen, das geht jetzt nicht mehr. Hat mich dann auch überhaupt nicht mehr interessiert. Wenn Sie sagen, Sie haben durch den Arzt hindurchgegriffen, haben Sie mit geistigen Händen da zugegriffen? Erstaunlicherweise hatte ich durchaus ein Körperbewusstsein. Also ich wusste, wo mein Arm ist, wo meine Hand ist und hatte den Impuls zuzugreifen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich meine Hand wirklich gesehen habe. Das war mehr schattenhaft. Das war für mich aber nicht wichtig, weil ich wusste ja, ich bin. Also ich habe mich ganz klar als Wesen erlebt, als lebendiges Wesen, das sehr klar denken kann, das sehr gut hört, das wunderbar sieht. Das Licht allerdings hat sich verändert. Im Moment meines Austritts aus dem Körper war die Beleuchtung im Raum sehr verändert. Ich sah ein goldgrünes Licht. Sehr angenehm, sehr warm, so ein bisschen Olivgold. Und was ganz wunderbar war, ich hörte eine Art Himmelsmusik, eine Sphärenmusik vielleicht. Das hat mich so glücklich gemacht, weil ich habe diese Musik auch als Kind schon gehört. Lange, viele Jahre, also im Schulalter noch lange. Irgendwann ging es verloren. Ich habe später im Erwachsenenalter festgestellt, dass das der Johann Sebastian Bach ist, der ganz ähnlich musiziert. Und ich habe mich dann gefragt, ob er wohl dieselbe Musik gehört hat wie ich, dass er so schöne Kompositionen machen konnte. Also es hat ein bisschen etwas davon. Vielleicht noch übersteigert. Es ist einfach großartig, das zu hören. Ich fühlte mich sowieso genau von dem Moment an, als ich nicht mehr in meinem Körper war, einfach perfekt, wunderbar. Ich wusste, das ist's, so muss es sein, so geht es uns gut. Ich bin am richtigen Ort, ich bin geborgen, alles ist so, wie es sein soll. Was passierte dann? Dann passierte, dass ich einen leichten Sog aus dem Raum spürte, zum einen. Zum anderen habe ich mir Gedanken gemacht über mein älteres Kind, weil es war mir sehr bewusst, dass ich jetzt gestorben bin, dass dieser Körper mich nicht mehr tragen kann. Das war auch so ein interessanter Gedanke. Als ich aus meinem Körper ausgetreten bin, hatte ich den Gedanken, ich kann meinen Körper nicht mehr halten. Also wie kommt man auf so einen Gedanken? Das war schon sehr spannend. Und im nächsten Moment, im Moment des Erlöschens, habe ich dann verstanden, ja, weil ich eben nicht dieser Körper bin. Und ich wusste, dass dieser Körper mich nicht mehr halten kann, so, oder ich den Körper nicht mehr halten kann, so. Ich wollte weg. Ich wollte zu meinem Kind, sehen, wie es dem geht, und im selben Moment war ich dort an seinem Bett. Ich sah, wie friedlich dieses Kind geschlafen hat, wie gut behütet es wurde von den Schwiegereltern, die im Raum nebenan waren. Es gab so eine Art Vorschau auf das Leben dieses Kindes. Nicht im Detail, ich sah nicht, was er alles erleben wird, aber ich sah ganz genau, dass er seinen Weg machen wird, dass es ihm gut geht im Leben, dass er tüchtig ist, dass er ein selbstbestimmtes, gutes Leben leben kann und die Unterstützung bekommt, die er braucht. Das war eine große Erleichterung. Im nächsten Moment war ich aber wieder im Operationssaal. Bei dieser ganzen Hektik um meinen Körper herum. Habe das aber nur betrachtet und realisiert, ich kann da nichts mehr tun. Und es hat mich mächtiger weggezogen von dort. Ich spürte einen Sog aus dem Raum hinaus, schwebte über die Schwelle, die eigentlich gar nicht dort ist, war bereits in einem anderen Raum, halb. Da hat mein kleiner Neugeborener zu schreien begonnen. Fürchterlich, jämmerlich. Das war ein Schrei, der mir so ins Herz, in meine Seele fuhr. In derselben Sekunde gab es auch für dieses Kind eine Art Vorschau. Ich sah, da sind Probleme, die erstens vielleicht zu spät erkannt werden,
Da sollte ich dabei sein, da sollte ich achtsam sein. Ich muss das ein bisschen leiten, was in diesem Leben geschieht. Ich kann ihn nicht einfach anderen Menschen überlassen, das geht für dieses Kind nicht gut. Und ich war dabei vorzugehen. Also großartig. Es war so ein Schmerz, es war ein Entsetzen. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht weg, ich will zurück. Und mit dieser starken Intention war ich sofort wieder in meinem Körper drin. Der tat zwar furchtbar weh, war eiskalt, es war grauenhaft. Es war wirklich ein Gefühl, wie in eine Leiche zu steigen. Und er war auch nicht zu beherrschen, die Arme und die Beine schlugen wild um sich. Ja, das hat sich dann gelegt und geregelt. Sie haben noch eine zweite Nahtoderfahrung erlebt. Ja. Wie kam es zu dieser Erfahrung? Ich hatte eine schlimme Infektion, eine Sepsis. Das war etwa 2,5 Jahre später. Also die Kinder waren noch sehr klein. Ich wollte durchhalten, bin erst am Morgen zum Arzt gegangen. Es war ein bisschen spät. Mir wurde mitgeteilt, dass ich sofort operiert werden muss. Dass es aber nicht sicher ist, ob ich das überleben könne. Das war ein kleiner Schock. Aber nur einen winzigen Moment. Ich wusste, ja, ich sterbe nicht wirklich. Ich muss einfach diese Szene hier verlassen. Und habe mich ganz hingeben können, als auch im Sinn von dein Wille geschehe. Und bin sehr ruhig zu dieser Operation angetreten, wurde narkotisiert, war natürlich bewusstlos. Es kam dann aber offensichtlich zu einem Körperaustritt, weil ich mich schon recht bald außerhalb meines Körpers wiedergefunden habe. Ich sah, dass die Ärzte sehr angespannt waren und dass es eben kritisch war. Das habe ich realisiert. Ich habe ihnen dann gut zugesprochen. Ich sagte, gebt nicht auf, das kommt schon, das schaffen wir doch. Aber in dem Moment wurde eine große Röhre sichtbar, so eine Öffnung, ich habe sie vielleicht so groß erlebt, mit dunkel, es ging da irgendwo hinein, mit einer Art Lämpchen geschmückt, so rund um diese Röhre herum war Licht, kleine Lichtlein. Dort hat es mich hineingezogen. Das war überhaupt nicht schlimm, weil ich gesehen habe, am anderen Ende ist ein wunderbares großes Licht. Dort wollte ich unbedingt hin. Und es ging sehr schnell. Außerhalb der Röhre war das Weltall, das Offene vor mir. Und ich schoss mit unglaublicher Geschwindigkeit auf einen leuchtenden Stern zu, der immer größer wurde. Ich kam dort an und erkannte, dass dieses Leuchten von einer Stadt ausgeht. Ganz weiß, ganz aus Licht. Mein Zuhause. Ich wusste, da gehöre ich hin, das ist meine Heimat. Es tat sich ein schöner Platz aus, gepflastert mit großen Bäumen, mit Blumen. Es war einfach schön. Wunderbare Architektur. Ich dachte noch, wenn wir auf der Erde solche Gebäude hätten. Wollte meinen Fuß schon aus Pflaster setzen. Das ging nicht. Es gab so wie einen Stillstand, einen Moment. Und dann merkte ich, dass ich weggezogen werde. Dass ich gar nicht dort ankommen kann. Es zog mich rückwärts weg von diesem schönen Ort. Wieder unglaublich schnell. Der Sternenschwand wurde kleiner. Ich sauste rückwärts durch diese Röhre hindurch und war wieder über dem Operationstisch. Habe den Ärzten, die zunehmend schwitzten und hart arbeiteten, nochmals gut zugesprochen. Gebt nicht auf, es wird gut. Gebt nicht auf, bleibt dran. Und war schon wieder drüben. Also es zog mich sofort wieder weg in diese andere Dimension. Es wiederholte sich. Der ganze Flug durchs All bis zu dieser schönen Stadt. Ich kam nicht mehr ganz so nahe ran, aber ich sah alles ganz deutlich. Die Distanz vergrößerte sich wieder, ich musste zurück. Es war sehr schmerzhaft. Aber kaum angekommen, wieder bei den Ärzten, über diesem Operationstisch, über meinem Körper, war ich wieder voller Enthusiasmus. Ja, macht weiter, es kommt gut, ja, wir schaffen das.
Und es zog mich aber nochmals hinüber, wieder in Richtung Stern, durchs ganze All, nicht mehr so weit. Irgendwo auf der Strecke wurde ich zurückgezogen, zurück in den Operationssaal. Und ich wusste, jetzt haben wir es geschafft. Das nächste ist, dass ich nichts mehr weiß, weil ich wieder in meinen Körper eingetaucht bin. Ich erwachte in einem Bett. Frau Keller, können Sie diese Stadt noch etwas näher beschreiben, die Sie bei dieser Erfahrung gesehen haben? Ja, das kann ich. Wobei ich sehr vorsichtig sein möchte, dass ich nicht jetzt etwas hineininterpretiere, das nicht wirklich gesehen wurde, das ich nicht wirklich gesehen habe. Also ganz klar ist, dass es eine mehrstöckige, leuchtende Silhouette war, die ich von weit her schon sah, mit Türmen, mit Dächern, sehr schön strukturiert. Mehrstöckig, es gab eine Stadtmauer, schöne Architektur, in der man sich wohlfühlt. Es war alles zusammengebaut, mehr oder weniger. Jedenfalls von außen gesehen eine geschlossene Stadt. Haben Sie auch etwas Natur wahrgenommen? Da mag ich mich weniger daran erinnern. Ich hatte den Eindruck von Bäumen in diesem inneren Hof, in diesem Platz, wo ich gelandet bin, dass dort Pflanzen waren, sehr schöne. Ich sehe noch das Pflaster vor mir, das ich gerne erreicht hätte. Es war eine Art Pflästerung mit sehr hellen Steinen. Und interessanterweise hatte ich auch eine Empfindung von Füßen, die jetzt da landen wollen auf dem Boden. Soweit habe ich es wahrgenommen. Und diesen Platz, der begrenzt war von Häusern mit vorgelagerten Lauben, mit Bögen, mit Säulen, das habe ich noch gesehen. Und das alles so wie aus Licht gebaut war, sehr hell. Kein Mensch, nirgends. Ich war ganz allein und das hat nicht gestört. Ich habe mich sehr wohl gefühlt dort. Wie haben diese Nahtoderfahrungen Ihr Leben später beeinflusst? Ich finde diese Frage gar nicht so einfach, weil ich weiß ja nicht, wie mein Leben gewesen wäre ohne diese Erfahrungen. Das habe ich mir überlegt. Ich weiß es wirklich nicht. Eine sehr große Veränderung ist natürlich dadurch bedingt, dass man nach solchen Erlebnissen ganz, ganz sicher weiß, wir sind geistige Wesen, wir sterben nicht, den Tod gibt es nicht. Es gibt ein Sterben des Körpers, wenn er zu schwach wird, unseren Geist zu tragen. Aber es ist nur ein Übergang in diese Welt, wo man nicht mehr diesen physischen Körper trägt. Und das bedingt natürlich vieles. Man hat keine Angst mehr vor dem Tod, man interessiert sich für Spirituelles, man begreift das Leben ganz anders. Und das wirkt sich sicher aufs Leben allgemein aus. Frau Keller, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.